Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal Sondel die Waldfee. Mein Name ist Flo. Bei der Schatzsuche, wir haben hier eine sehr interessante Fläche, die gerade frei geworden ist. Hier konnte ich in der Vergangenheit schon einiges an mittelalterlichen Funden von Plomben über Siegelstempel bis zu mittelalterlichen Silberdenaren finden. Deshalb bin ich gespannt, was wir aber heute noch aus dem Feld vielleicht hier rausziehen können. Es wird sehr, sehr warm heute, deshalb muss ich mal schauen, wie lange ich durchhalte. Ihr seid auf jeden Fall dabei. Grüße gehen nochmal an meinen Sponsor abenteuer-schatzsuche.de. Jetzt kommt das kurze Intro für euch. Bleibt auf jeden Fall dran und dann sehen wir uns gleich beim ersten Signal. So, wir haben hier das erste Signal. Recht oberflächlich, allerdings nur Mitte 50er Bereich. Wollen wir gerade gucken. Ja, hier ist so ein bisschen Irdenware. Okay, es scheint Müll zu sein. Ja, ein Stückchen Blei. Ein 70er Signal. Soll auch ein bisschen tiefer liegen. Okay, bisschen overdrivig vom Ton her. Müsste was Größeres sein tatsächlich. Großes Stück Bronze. Ja, aber kann man nicht identifizieren. Liebe Freunde, wir haben sie. Die erste Münze, es sieht sogar fast nach Silber aus. Ja, es dürfte eine Silbermünze sein. Sie fässt sich sehr glatt an. Vielleicht irgendwie 4 Pfennig oder so. Das darf nicht wahr sein. Ja, ich glaube, Pfennig da noch irgendwie erkennen zu können. Ich meine, es sind 4 Pfennig, aber sehr, sehr platt. Sehr, sehr platt. Gucken wir uns trotzdem gleich mal im Studio an. Ja, wenn der erste anständige Fund gleich eine Silbermünze ist, da kann man echt nicht meckern, da kann noch so viel Müll kommen, sage ich jetzt mal. Leider ist die Silbermünze relativ blank von vorne, von hinten sieht man noch so ganz leicht den Herrscher. Es handelt sich dabei tatsächlich um ein 4-Pfennig-Stück, so ganz leicht kann man es noch erkennen. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt so sehen könnt, aber ja, habe ich mich auf jeden Fall sehr darüber gefreut. Wir schauen auch hinten noch mal drauf. Wie gesagt, den Herrscher kennt man noch so ein kleines bisschen besser. Und neben dem ganzen Müll, der in dieser Folge leider auch kommt, ich hatte ja eine Umfrage gemacht im Community-Tab, da habt ihr gesagt, ruhig mal ein bisschen Müll zeigen. Das mache ich mit dieser Folge auf jeden Fall. Und es kamen aber auch noch richtig, richtig klasse Funde. Deshalb gucken wir jetzt weiter. Hier das nächste Signal. Ja, so Mitte, Ende 60er Signal. War es auch schon. So, aha. Das ist sehr klein. Ah, das ist moderner Müll. Irgendwie ein Einstellrad von irgendwas, würde ich sagen. Schauen wir weiter. Oh, das hat nicht lange gedauert. Ist noch drinne. Oha, jetzt haben wir es draußen, aber sehr, sehr laut schon wieder. Oh, es ist rund. Aber ich glaube, es ist ein Knopf. Ja. Sieht wie ein Knopf aus. Huch.
Boah, ganz konstantes 84er Signal. Ist, glaube ich, auch nicht tief. Ja, wir sind schon sehr dicht dran. Oh, ach, scheiße. Ach, ein riesiges Stück Blei, leider. Ein relativ tiefes 76er Signal hier. Aber es könnte was Gutes sein. Ich laufe heute im Programm Sensitive. Tja, wo haben wir es jetzt? Hä? Ich habe es in der Hand. Ah, okay. Es ist ein Fragment einer kleinen Schuhschnalle, würde ich sagen. Aber leider nicht mehr schön, brauchen wir uns nicht angucken. Ich glaube, das war's. Ein riesiges 80er, 85er Signal. Ja, es ist wieder ein dickes Stück Blei. Schade. Oh, ein 50er Signal war das nur, deshalb habe ich es nicht live gegraben. Es scheint mir ein Stück von vielleicht einem Segmentgürtel zu sein. Richtig schön verziert. Deshalb gucken wir uns das auf jeden Fall auch gleich mal im Studio an. Und ja, ich messe es auch mal ein. Ein schönes Stück. Kein Müll auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Ja, da haben wir den nächsten anständigen Fund. Ich meine, es handelt sich um ein Segmentgürtelfragment, also ein Gliedergürtel, der aus verschiedenen dieser Segmente besteht. Hier, dieses Teil ist jetzt nun vorne und hinten abgebrochen. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass dann zum Beispiel ein Knebelverschluss war, mit dem, wo man diese Elemente mit zusammenhalten konnte, oder auch dass Ösen dran waren und das Ganze dann mit Ringen zum Beispiel befestigt war. Und das hat halt durch diese ganzen vielen kleinen Segmente dann letztendlich einen Gürtel ergeben. Wurde getragen so ungefähr ja, 1500 bis 1700. Und ich glaube, dass wie gesagt so ein Teil ist. Ich meine, dieses Stück sieht nicht allzu alt aus. Also deshalb gehe ich mal davon aus, dass es aus dem 17. Jahrhundert stammt. Das passt auch ganz gut zu den Beifunden, die wir hier noch so in der Folge haben. Und ja, jetzt machen wir weiter mit einem richtig klasse Fund. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Hatte ich so in der Art auch noch nicht. Das seht ihr jetzt. Oh, oberflächliches 84er Signal. Oh, ist es rund? Oh, ist ein schöner Knopf. Immerhin. Öse ist auch noch dran. Da wollen wir mal nicht meckern heute. Oberflächliches 74er Signal. Hier liegt auch schon ein bisschen Keramik. Oh, mit einer gelben Lasur von innen. Der Schatztopf. Na, wo haben wir es?
Oh, es ist rund. Es ist rund. Es ist Silber. Nee, doch. Hä? Oh, das ist mal interessant. Es ist ein Knopf mit was drauf. Oder es ist ein Münzknopf tatsächlich. Ich glaube, es ist ein Münzknopf. Das ist ja mal interessant. Franziskus. Oh, das ist richtig interessant, Leute. Ich meine, es ist eine Silbermünze, die zum Knopf gemacht wurde. Und ich lese hier Hamburger. Oh, ich weiß es nicht, von 1800 noch was meine ich. Das ist richtig interessant, den gucken wir uns auf jeden Fall gleich im Studio an. Ist auch noch ganz gut erhalten, also. Ja, Knöpfe können auch schön sein, zumindest wenn es mal ursprünglich Münzen waren. Also ein richtig toller Münzknopf, den ich hier finden konnte. Ursprünglich mal eine Silbermünze und dann wurde die Münze wurde hinten eine Öse dran gelötet und die Münze auch leicht gebogen, dass sie so eine leicht hohle Form bekommt. Von vorne ist sie schon relativ stark abgetragen. Hinten lässt sich die Münze super erkennen, eigentlich noch bis auf diese Lötstelle halt. Und wir schauen mal eben drauf. Es handelt sich dabei um 4 Schilling aus der Freien Hansestadt Hamburg von 1762. Und wir schauen auch noch mal hinten schnell drauf, weil da kann man es wirklich noch richtig schön erkennen. Und ich sagte ja auf dem Feld auch schon, da steht Hamburger drauf, da steht Hamburger Konvent drauf. Und die Münze wurde geprägt von 1749 bis 1765, also hier mit 1762 ein etwas älterer Jahrgang schon dieser Münze. Habe ich mich sehr darüber gefreut, hatte ich so in dieser Art auch noch nicht. Und jetzt machen wir mit dem Pfund weiter. Da dachte ich schon zuerst auf dem Feld, oh, das könnte schwierig sein, den noch zu retten. Aber ich habe es hinbekommen. Den seht ihr jetzt. Wir versuchen es nochmal mit einem 84er Signal. Ich hoffe, es ist kein Blei. Ja, sah ich da schon was Rundes? Oh, 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 es ist eine Münze. Ich glaube, es ist eine Münze. Tja, aber wieder, oh, sehr stark verkrustet. Irgendwas von 1700. Ein heller oder so? Nee. Ich weiß es auch nicht, man kann es nicht mehr so gut erkennen. Ich gucke mal, ob ich die sauber kriege, dann schauen wir uns die gleich mal im Studio an. Ja, bei der Münze dachte ich auf dem Feld schon, oh, ob ich die noch wieder sauber kriege. Die war sehr, sehr stark verkrustet, diese Münze. Bis auf diese eine Stelle, wo man noch 1700 lesen konnte. Ansonsten war eigentlich nichts mehr drauf zu erkennen. Ich blende euch hier mal schnell ein Bild ein vom Fundzustand dieser Münze. Und ja, dann habe ich mich mal an die Reinigung gemacht, habe mir mal ein bisschen mehr Zeit gelassen. Und ich finde, ich habe sie noch wieder ganz gut hinbekommen. Und zwar handelt es sich dabei, ich hoffe, ich spreche es nicht falsch aus, um ein Duit aus der Stadt Utrecht, also eine niederländische Münze von 1788. Wir schauen auch schnell hinten mal drauf. Da kann man noch schön das gekrönte Wappen erkennen mit den 2 Löwen, die hier das Wappen links und rechts flankieren. Also finde ich, ist noch wieder eine sehr, sehr schöne Münze geworden. Ja, wer mich bei Instagram verfolgt, der hat sie jetzt vorab schon sehen können. Und dann machen wir weiter. Da gab es wirklich einen richtig kuriosen Moment bei der Schatzsuche. Aber seht selbst. Ja, wieder ein oberflächliches 77er. Okay. Steckt hier in der harten Erde unter dem Staub. Und das schon raus haben. Jo, raus ist es.
Oh, ist es rund? Es ist rund. Aber ich glaube, es ist ein Knopf und keine Münze. Ja, scheint mir ein Knopf zu sein. Puh, eigentlich war ich gerade mal auf dem Rückweg zum Rucksack was trinken, aber hier nochmal ein richtig schönes 72er Signal, recht oberflächlich. Da können wir mal schauen. Oh, es ist rund. Es ist rund. Ich habe gerade noch eine zweite Münze gefunden, nachdem ich die andere nicht mehr wiedergefunden habe. Wie geil ist denn das bitte? Aber die ist total zusammengefaltet. Ich glaube, es ist ein Schärf. So, jetzt ist aber die Frage, wo haben wir unsere andere Münze? Ich habe doch noch was anderes Rundes hier gerade gesehen. Wo ist es? Gibt's doch nicht. Ich muss doch mal gucken, tut mir leid. Na, hier soll es irgendwo sein. So, jetzt haben wir die eigentliche Münze, die ich gerade gefunden habe. Und es ist tatsächlich auch ein Schärf. Hier haben wir wieder zwei Schärfs. Direkt nebeneinander. Der Wahnsinn. Die eine zusammengefaltete ist so von der Art her noch richtig gut erhalten. Die andere, glaube ich, nicht mehr ganz so toll. Die müsste ja auch aus dem 17. Jahrhundert ungefähr sein. Ja, auf der einen Seite wieder sehr verbacken. Aber Mensch, zwei Münzen an einer Stelle, ja, durch ein Missgeschick gefunden im Endeffekt. Also cool. Schauen wir uns gleich im Studio an. Ja, das war mal echt ein kurioser Fundumstand. Ich finde die eine Münze, stell die Kamera um, ist die eine Münze wieder weg, finde ich sie nicht mehr wieder. Gucke ich mit dem Pinpointer, finde ich eine andere Münze. Und ich weiß, es wird euch freuen, es handelt sich dabei wieder um zwei Schärfmünzen. Also diese Folge auch auf jeden Fall nicht schärflos an mir vorbeigegangen, wenn man so will. Wir schauen mal eben drauf. Die eine Münze war sehr, sehr stark zusammengebogen. Ich habe sie wieder so ein bisschen aufgebogen, damit man es vielleicht jetzt hier, wenn ich euch die Münzen zeige, ein bisschen besser erkennt. Aber viel mehr gehe ich da auch nicht dabei. Da müsste man sie sehr, sehr heiß machen, dass sie halt nicht bricht beim Biegen. Und ich zeige sie euch jetzt auch nochmal von vorne. Die gebogene Münze ist eine Hohlprägung und die andere Münze zeige ich euch jetzt auch nur von vorne. Die war auf dem Feld noch sehr verbacken, ich habe es aber auch ganz gut abgekriegt. Sieht man den Löwen noch drauf und hinten steht ein S für ein Schärf. Also auch wieder ungefähr 17. Jahrhundert würde ich mal schätzen. Und dann machen wir weiter mit dem nächsten schönen Knopf. Ach, ein 73er Signal. Hä? Ein schönes quadratisches Stück Blei. Ach Mann, ey. Wir haben den nächsten coolen Fund. Das ist tatsächlich wieder ein Knopf. Diesmal ein Preußen-Knopf. Ein bisschen verbacken, vor allem hinten an der Öse. Aber sonst noch ganz gut erhalten. Deshalb schauen wir uns den auch gleich mal im Studio an. Ja, heute auf jeden Fall Tag der interessanten Knöpfe anscheinend. Mal gucken, was noch so kommt. Ja, ein Preußen-Knopf. Und zwar handelt es sich dabei um einen preußischen Militärbeamtenknopf, so nennt man das. Von hinten ist er immer noch recht verbacken. Wir schauen mal vorne drauf, da ist er noch in einem einigermaßen guten Erhaltungszustand. Also auch wieder ein Knopf, über den man sich freut, den man auch so nicht alle Tage findet, im Gegensatz zu zum Beispiel Arsenbronzeknöpfen. Aber insgesamt gab es viele Knöpfe in dieser Folge. Ich habe euch das mal in einem kurzen Ausschnitt zusammengefasst. Da schauen wir jetzt mal rein und dann machen wir weiter mit der nächsten Münze.
Brutales 80er Signal wieder. Das ist bestimmt wieder großer Bleischeiß. Hä? Okay. Nee. Das ist großer Blechscheiß. Oh Mann, ey. Und das bei der Hitze. Wir haben die nächste Münze. Ich meine, sie wurde gerade von der Egge hier erwischt. Ich glaube, ich habe sie nicht mit dem Spaten getroffen oder bin mir eigentlich relativ sicher. Es ist ein Pfennig, ich glaube von 1797. Leicht gefaltet, aber die nächste Münze. Es ist so warm. Da haben wir die nächste Münze, ein Pfennig von 1797 in einem so, naja, Erhaltungszustand. Sie ist ein bisschen geknickt und hat in der Mitte auch eine frische ja, Schabspur. Ich gehe davon aus, dass die Münze von der Ecke jetzt erwischt wurde, als das Feld jetzt geeckt wurde. Und ja, wir schauen hinten auch noch mal schnell drauf. Da erkennt man den Regenten noch und dann machen wir weiter, denn es kamen noch ein paar schöne Funde. Hier haben wir ein sehr oberflächliches 77er Signal nochmal. War das hier schon zwischen? Ne, da ist es. Es ist eine Bleiplombe. Die erste heute, auch nicht schlecht. Schön. '86er Signal. Oh, ist rund. Es ist eine Münze. Ein guter Pfennig, würde ich sagen. Aber ja, nicht mehr in so einem tollen Zustand. Mal gucken, ob ich den noch ein bisschen gereinigt bekomme. Dann schauen wir uns auch gleich mal im Studio an. Und ich glaube, so 2 Bahnen mache ich noch. Und dann muss ich mich, glaube ich, von der Sonne langsam an Sicherheit bringen. Ja, hier haben wir den nächsten Pfennig. Diesmal ist es ein guter Pfennig. Leider ist er nicht mehr gut erhalten. Wir schauen mal eben drauf. Ich meine, er datiert auch so 1700 noch irgendwas. Kann ich da noch so ganz schwach erkennen unten. Das werdet ihr so jetzt wahrscheinlich auf der Aufnahme gar nicht sehen. Und dann schauen wir hinten auch noch mal drauf. Da seht ihr noch das Wappen und ich meine oben ein W und ein R zu lesen. Ich habe die Münze jetzt hier nicht komplett zu Ende recherchiert, aber die Münzexperten unter euch werden natürlich wissen, um was für eine Münze es sich dabei handelt. Na, Uwe wird es wahrscheinlich gleich in die Kommentare schreiben. Dafür schon mal vielen Dank. Und dann machen wir mal weiter, denn ich habe noch eine Münze für euch und das war wieder Silber. Ja, da haben wir sie liegen. Es ist die nächste Silbermünze. Oh, mir ist so heiß. 4 Pfennig von 1802. Noch gut erhalten. Gucken wir uns im Studio an. Ja, da haben wir die nächste Silbermünze stehen und so wie es begonnen hat, soll es auch enden. Es sind wieder 4 Pfennig von 1802. Diesmal nicht ganz so platt wie zum Beginn mit dem ersten Fund. Wir schauen hinten auch noch mal drauf. So rum gehört sie. Also von daher ein super Tagesabschluss, wie ich finde, kann man nicht meckern und insgesamt eine schöne Variation diesmal an Funden an diesem Suchtag und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Dann lasst ein Like da, schreibt mir in die Kommentare, dass sie überquillen. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr es noch nicht habt übrigens. Und hier verlinke ich euch, wie ihr wisst, 2 weitere Videos. Wenn ihr sie noch nicht kennt, schaut gerne rein. Ich sage danke fürs Ansehen. Grüße gehen nochmal an abenteuer-schatzsuche.de und bis zum nächsten Video. Macht's gut.